Ich habe im Training viele Elfmeter gemacht. Und ja, die Torwart hat gesagt, ich mag es sehr gut und ich habe ein gutes Gefühl in die Spiele. Und dann ich habe gesagt, am Jude, gib mir den Ball. Und aber du hast einen Grund, heute anzurufen. Ja, jetzt. Du sagst, Papa, ich war gerade bei Nobby. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Dienstag müssen wir nach Wolfsburg. Das vorletzte Spiel des Jahres steht auf dem Programm. Und einer meiner Lieblingsgäste ist heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Gio Reyna. Hi, Gio. Wie geht's? Gut, danke. Gut, sehr schön. Ja. Bevor wir auf Wolfsburg eingehen, wollen wir ein bisschen zurückblicken. Am Wochenende ging es gegen den VfL Bochum. 3:0 gewonnen, überzeugender Sieg. Wie hast du das Spiel so gesehen? Ja, war gut. War 3:0 in der ersten Halbzeit. Macht die zweite Halbzeit einfach für uns. Nur, bleibt ruhig und spiel intelligent. Und dann danach, wir haben 3 Tore. Und dann, das Spiel war fertig. Und dann Ende, 3 Punkte. Und dann, jetzt das ist das Wichtigste. Bis am Wolfsburg. In der 12. Minute heißt es, 11 Meter für Borussia Dortmund. Du schnappst dir den Ball, verwandelst ihn wirklich sehr, sehr cool zum 2:0. Was war dein Plan? Und wolltest du den Strafstoß genauso schießen? Ja, ich habe im Training viele Elfmeter gemacht. Und die Torwart hat gesagt, ich mag es sehr gut und ich habe ein gutes Gefühl in die Spiele. Und dann, ich habe gesagt, am Jude, gib mir den Ball. Und, und dann ich warte ein bisschen für die Torwart. Aber das war auch der Plan, warten, dass er irgendwo hingeht. Wenn die Torwart geht die andere Seite, ich gehe die andere Seite. Da muss man aber auch im Kopf hellwach sein. Ne? Du musst. Ja, wenn weil der war ja nicht fest geschossen. Ne? Ja. Aber ich weiß, dass er geht links oder so. Nein, ich mache rechts. Einfach. Du bist natürlich heute hier im Studio, weil wir uns so ein bisschen auf das Spiel gegen Wolfsburg einstimmen wollen. Weißt du, wie die Bilanz der letzten 7 Jahre in Wolfsburg ist? Vom 7 Spiel, ich sag 5 Spiele gewonnen. 7. 7 Spiele. Wow. Wow. Eine tolle Bilanz. Ne? Wir müssen 8 jetzt. Jetzt wollen wir natürlich auch gerne den 8. Sieg sehen. Ne? Ja. Kriegt ihr es hin? Wow, ja. 7 Jahre in Wolfsburg ist so schwer. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, so richtig gute Spieler. So, jetzt wir versuchen auf jeden Fall, das ganz klar. Wir drücken die Daumen, aber so ein bisschen für dich auch als Motivation. Wir schauen jetzt ein bisschen zurück. 7 Spiele in Wolfsburg, 7 Siege und die schönsten Tore jetzt. Ja, da kann man sich auf das Spiel freuen. Was war das schönste Tor für dich von den Das schönste Tor, die letzte. Ja, diese Karate-Kick. Von Erling. Ja. Wolfsburg steht nach 13 Spielen im Mittelfeld der Tabelle. Haben nur 2 ihrer 6 Bundesliga-Begegnungen zu Hause
gewonnen. Wie siehst du die Chancen, dass wir das 8. Spiel gewinnen? Also hintereinander in Wolfsburg? Tja, ist immer schwer in Wolfsburg. Hat eine richtig gute Mannschaft, eine richtig gute Spieler. So, ja, wir wissen, es ist nicht einfach. So, wir müssen spielen 100% und gibt alles. Und dann, ja, mit unserer Qualität und Energie, wir wissen, dass es möglich ist, dass wir können gewinnen dieses Spiel. Wolfsburg macht die meisten intensiven Läufe in der Liga. Also die sind immer auf Tempo aus. Tempo könnt ihr natürlich auch. Die Frage jetzt, wie rasant wird das Spiel? Hin und her? Ja, ja, ist schwer zu sagen. Jedes Spiel ist ein bisschen anderes. So, wir sind bereit für alles. Jetzt hat euer Trainer Edin gesagt, wir wollen aus den letzten 3 Spielen 9 Punkte holen. Ja. Jetzt habt ihr den Anfang gemacht, Bochum 3-0 gewonnen. Wie müsst ihr auftreten in Wolfsburg und in Gladbach, um wirklich Edins Wunsch zu erfüllen? Ja, wir wissen, dass es eine schwere Woche, knappe Woche. Ja. 3 Spiele in 6 oder 7 Tagen ist nicht einfach. So, ja, wir wissen, dass diese 3 Spiele kann viele Influenzen von der letzten Saison. So, jetzt wir müssen jedem Spiel wir müssen gewinnen. So. Nochmal 2 Spiele Vollgas. 2 Spiele Vollgas, dann WM und dann ein bisschen Urlaub und dann wieder gibt Gas in Januar. Jetzt weiß ich, Gio, dass ganz, ganz viele BVB-Fans froh sind, dass du wieder da bist. Also, dass du wieder fit bist. Bist du wieder bei 100%? Ist wieder alles okay? Ja, knapp bis 100%. Ich sag 95, 98 oder so. Nur, war, keine Ahnung, eine Saison raus oder so. So, das war auch in deiner jungen Karriere eine besondere Erfahrung. Ja, war ein bisschen anderes. War meine erste Verletzung. Ich habe gar nichts vorher gehabt. Vorher. So, war schwer, aber ich habe viele nur Dinge gelernt von meinem Kopf und die Mentalität. So, vielleicht ist es was Positives. So, du hast was gelernt. Ja, natürlich ist eine Saison nicht gespielt, aber nach dieser Saison ich habe viele Dinge gelernt und komme stärker aus vorher. Ja, so soll es auch sein. Jetzt hast du gegen Stuttgart natürlich ein wunderschönes Tor gemacht. Wir erinnern uns natürlich alle. Das war dein erstes Tor in der Saison und dann bist du einfach auf den Rasen gefallen. Warum? Ja, war... Keine Ahnung, alles... War nicht geplant so? Nein. Also war nur, alles kommt raus, weißt du, war... Cool. Keine Ahnung, ich war 400, mehr als 400 Tage ohne Tor, so war alles raus. Du warst einfach froh und hast gedacht... Ja, so, die Mannschaft war sehr gut von mir, so, alle haben gesagt, Congratulations oder so. Also da gibt es schon einen Zusammenhalt in der Mannschaft, haben sich alle mit dir gefreut. Ja, war richtig gut. Aber das Tor hat auch eine ganz besondere Bedeutung für die Familie Rehner, du weißt es, ne? Für Stuttgart? Ja. Warum? Weil du hast jetzt mehr Bundesliga-Tore geschossen als dein Vater. Keine Ahnung, aber ja. Hast du das Papa schon gesagt? Nein, aber du hast einen Grund, heute anzurufen. Ja, jetzt. Du sagst, Papa, ich war gerade bei Nobby. Der hat mir gesagt. Immer gespannt. Beim nächsten Mal erzählst du mir, was er gesagt hat. Ne? Ja, natürlich. Ihr geht jetzt in die 6. englische Woche. Ich meine, das hat es sicherlich noch nie gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Liegt natürlich daran, dass die WM jetzt bald stattfindet. Und Edin kann jetzt nicht besonders viel rotieren. Wie kommt die Mannschaft, wie kommt ihr mit der außergewöhnlichen Belastung zurecht? Ja, jetzt wir müssen alle Spiele, 25 oder so, 20 Spiele, muss bereit sein, wenn wir haben jeden 3 oder 2 Tage ein Spiel, ist so schwer für jeden Spieler, mag jeden Spiel, weißt du, so, ja, für mich auch, das ist, ich kann nicht jetzt jeden Spiel gespielt, nur mit die, wir müssen aufpassen ein bisschen, aber
ja, das warum jetzt wir haben nicht so viele Verletzungen, aber ja, die Mannschaft hat richtig Qualität und keine Ahnung, aber in Englisch gesagt Depth, so viele richtig gute Spieler, das kann ja jeden Spiel machen. So, wenn wir haben 20 oder 25 Spieler, das bereit sein, ist einfach für uns. Ganz normales Training ist dann ja überhaupt nicht mehr möglich. Ne? Ist schwer. Wir müssen regenerieren. Was? Regenerieren. Wie heißt es auf Englisch? Regeneration. Ja, ist doch genau das Gleiche. Die gleiche. Regeneration. Ja, viele Massage, aber ja, auf dem Platz ist nicht so viel. Wir müssen unsere Body, wie was? Body? Körper, ja. Unser Körper muss stark und bereit sein und alles Energie für jeden Spiel. So ist schwer mit Training jetzt. Also da ist wahrscheinlich mehr Regeneration als normales Training. Man muss da aufpassen und dosiert trainieren, damit mehr Video und dass man kann nicht machen auf den Trainingplatz. Wir machen in einer Sitzung in Videoraum. Jetzt bist du ja auch ein guter Freund von Jude, ne? Ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Ne? Wenn wir auf die Stutzen schauen, hinten sind da Löcher drin. Karim hat das auch. Hat das irgendeine Bedeutung? Ich verstehe nicht. Die Stutzen, also Socks. Hier hinten ist kaputt. Keine Ahnung. Jude glaubt, er hat richtig große Beine. Meint er? Ja, er glaubt, mein Bade ist so groß. Und ist zu eng. Ne? Ja. Keine Ahnung, für mich ist kein Problem, aber was ist gut für ihn und für Karim, macht so. Wir werden da jetzt mal mit der Kamera genau drauf gehen, ob die wirklich so groß sind oder ob sie doch. Ne? Ja, das war's, Gio. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du mit mir gesprochen hast. Wir drücken natürlich die Daumen für euch. Natürlich, ihr müsst den Jungs die Daumen drücken. Vielleicht brauchen wir das bei den letzten Spielen in Wolfsburg und gegen Gladbach in Mönchengladbach. Das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Gio.